63 Kilometer heute stehen auf dem Plan. Geht erst in Westen raus und dann mache ich so eine Südkurve und komme über den Osten wieder rein. Raus muss ich jetzt erstmal hier über die überfüllten Straßen von Lviv. Es ist immer nicht so einfach mit dem Kopfsteinpflaster hier auch. Also das geht jetzt noch hier, aber es ist teilweise so grob, man kann gar nicht drauf fahren. Jetzt da drüben zum Beispiel die Straße. Das ist schon eine andere Kategorie und ja, von daher fahre ich immer hier auf dem Gehsteig, wie ja schon im anderen Video erwähnt. Es geht wesentlich besser, einfacher und sicherer, weil die Straßen sind hier auch nicht irgendwie recht groß bzw. breit und der Verkehr ist dann doch sehr viel für die kleinen Straßen. So schmuggle ich mich immer aus der Stadt raus, das mache ich auch jetzt und ich wünsche schon mal viel Spaß bei diesem letzten Video hier aus Lviv in der Ukraine. So, damit ihr das auch mal seht, was das für eine Kategorie ist hier. Selbst mit 28er Reifen kann man hier leicht mal in die Rillen reinkommen. Ich bin gestern, ja, nach der gestrigen Tour, wie ich wieder stadteinwärts fuhr, bin ich mal leichtsinnigerweise auf der Straße gefahren, weil das auf dem Gehsteig war so viel los und da bist du bloß im Schritttempo vorangekommen. Und es war so eine glatte Fläche, so eine Betonfläche, wo dann die Straßenbahnschienen entlang liefen, aber das waren so Platten und zwischen den Platten war so ein Spalt und da bin ich tatsächlich in diesen Spalt reingekommen. Ich habe dermaßen das Gleichgewicht verloren, ich habe mich gerade noch da gefangen, aber ich habe mich schon virtuell auf die Schnauze fliegen sehen und das möchtest du nicht erleben, wenn dann hier so ein Verkehr ist. Ja, dann kommt vielleicht noch ein Bus von hinten angedonnert, die fahren ja auch nicht gerade langsam, die donnern da durch oder Straßenbahn auch noch. Fahren ja teilweise hintereinander. Da kommt die Straßenbahn und hinterher dann noch ein Bus und du dann da mit dem Rad mittendrin liegst auf der Schnauze. Also, ja, da habe ich mich schon hinsegeln sehen, aber ich habe es gerade noch erfangen und von daher nur noch Gehsteig hier. Eine Wohltat. Mal ein kurzes Stück Radweg. Er ist bestimmt nicht lang, aber es ist balsam für die Knochen, das Gerüttel hier. Hier auf den Schienen geht es noch einigermaßen, aber dann kommt wieder ein Abschnitt mit nur Kopfsteinpflaster. Ja, zu viel Paris-Roubaix brauche ich nicht. Vor allem, wie man hier sieht, es zieht sich bis weit über den Stadtkern hinaus mit dem Kopfsteinpflaster. Das ist unglaublich. Erst ganz außen, dann, wo es dann wirklich raus aus der Stadt geht, da hast du dann wieder normale Straßen ohne das Gerüttel. Oh, ist das schön. Smooth. Herrlich. Er hier hat sich gerade natürlich auf den Radweg gestellt, da steht der nächste, das ist halt dann wieder die negative Seite. Da hast du mal einen Radstreifen, da wird er missbraucht von den Autos, weil da ist ja so schön Platz. Ja, kann man da festhalten, hier Kopfsteinpflaster, naja, ist überall dasselbe. Ja, das wird auch kontrolliert hier. So ist recht. Da sind bestimmt einige mit ein bisschen zu viel Alkohol am Steuer unterwegs. Oder fahren auch zu schnell. Das ist das, was Sache hier.
Das ist auch ein interessanter Kreisverkehr um den Strommast rum. Habe ich auch noch nie so gesehen. So, jetzt bin ich hoffentlich mal ein bisschen weiter draußen, wo es ruhiger wird. Das ist halt das Problem hier, dass es halt nur wenige Ausfallstraßen gibt und die sind dementsprechend stark befahren. Macht jetzt weniger Spaß, aber ich habe nichts anderes erwartet. Und da muss man halt dann durch. Wenn man hierher kommt, dann muss man damit rechnen und zurechtkommen. Mache ich auch. Aber dafür gibt es auch wieder ruhige Ecken, wenn man weiter draußen ist und kleine Straßen findet. So wie hier, Neubaugebiet mitten im Nichts. Und ja, wir gucken mal, was uns noch so erwartet. Hier am Wegesrand sogar ein kleiner See. Ich weiß nicht, ob man da drin baden kann oder ob das mehr so ein Erholungssee ist, aber da drüben ist anscheinend so eine Art Café. Ich kann es nicht genau sehen, aber da ist wohl irgendwas zum Verkauf. Ja, schön, einfach mal so am Wegesrand. Aber ist nichts los, keiner da. Später nach Feierabend. Ja, idyllisch hier. Schön, ruhig. Naja gut, ruhig. Hier ist die Straße daneben an. Fährt schon ab und zu ein Auto und da sind die Angler unterwegs. Die fangen ihr Abendessen. Also religiös sind sie schon hier, die Ukrainer. Also alles schießlang steht da irgendeine Heiligenfigur oder Kirche. Aber ja, vielleicht braucht man das auch, wenn man hier unterwegs ist. Der Verkehr hier ist manchmal echt, ja, wie soll man sagen, riskant für Leib und Seele. Jetzt kommt wieder was von hinten. Oh, das war ein Engländer sogar. Ja, da habe ich ein paar Engländer gesehen auf der Autobahn, beziehungsweise hier dann nach der Grenze. Also ist nicht der erste Engländer, den ich hier sehe. Ich weiß nicht, was die hier verloren haben, weil die jemanden besuchen oder keine Ahnung. Oder vielleicht sind es Ausgewanderte, die ab und zu mal wieder heimkommen, aber das ist ja auch der nächste Weg. Von England hier in die Ukraine, mein lieber Schwan. Da bist du aber auch unterwegs. Aber ansonsten ist es hier sehr ruhig, kann man sagen, bis auf ein paar Autos, die halt dann an allen vorbeipreschen. Hier Landwirtschaft ohne Ende, irgendwelche Wiesen, die vor sich hin gedeihen und mittendrin der Frankenpedaler. Und jetzt sind wir in, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Lipinjik vielleicht, keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Eine Neubausiedlung nach der anderen. Jetzt muss ich doch mal hierher fahren. Muss ich mir mal angucken. Aber das ist hier mit Pforte. Also da kann anscheinend auch nicht jeder rein. Aber schauen wir her, was hier rumsteht. Fahren Sie rein mit den dicken Autos.
Das ist die Rezeption. Ja, sowas hat man in den Philippinen auch, so abgetrennte Ressorts oder halt Wohngegenden, wo jetzt nicht jeder einfach rein kann. Privat. Und ja, gibt es hier anscheinend auch für die Reichen und Schönen, die unter sich sein wollen. Ja, fahren sie rein hier mit Tesla, Audi, unglaublich. You know how to talk to me. You know how to talk to me. Ja, die Straße kennt ihr vom gestrigen Video, also vom letzten Video, was ich gestern gedreht habe. Das ist diese Seitenstraße von dieser Hauptverkehrstraße, die südlich rausgeht aus Lviv. Da geht es dann mal links rein und dann ist man hier auf dieser schönen Waldstraße, wo es dann auch vorne kommt man dann an der T-Kreuzung an dem Dorf, wo es dann rechts in dieses schöne Tal ging, zu dieser verfallenen Kirche. Aber wir fahren wohl irgendeinen anderen Weg. Mal gucken, ich weiß nicht, Strava hat mir da was vorgeschlagen. Die donnern hier teilweise an einem vorbei. Eine Geschwindigkeitsbegrenzungen, Fehlanzeige, interessiert ihr nicht. So, ja, es geht jetzt schon seit geraumer Zeit hier auf diesen Pflastersteinen wieder entlang. Es ist nicht sehr angenehm. Was haben wir hier? Irgendeine Militäreinrichtung, aber hier mit Spikes, also na, hier so Reifenaufschlitzer, dass man gar nicht eindringt. Aha. Ja, wir gucken mal. Also was heißt wir gucken mal? Wir müssen jetzt so lange fahren, wie es halt dauert auf diesem Weg. Und in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal besser wird. Aber ich glaube, ich setze mich jetzt erstmal hierher. Schauen wir nochmal die Route an und schaue den Treiben hier zu, wie sie hier alle vorbeidonnern. Ich bin ja hier gut bewacht neben der Kaserne oder was auch immer das ist. Und ja, check nochmal die Route, wie weit es noch ist. Und hoffe, dass es noch bessere Straßen gibt, wie diese hier. Ja, da ich jetzt diese Kaserne gesehen habe und gestern dieses Donner, Gerumpel und Geschieße und was auch immer das war, gehört habe, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach nur ein Manöver war, weil in dieser App, die ich da habe, das ist ja so eine Warn-App, das wird ja ständig aktualisiert, wenn irgendwo was ist. Da war gar nichts in dieser Region, also von daher war das wahrscheinlich alles halb so wild, aber hat sich halt ja, etwas bedrohlich angehört, ungewohnt, seltsam. Und ja, wie gesagt, also da war auch gar nichts in der Gegend. Ich habe ja auf der Karte geguckt, das ist ja alles nur Natur gewesen, da wo das herkam. Also ich denke mal, da haben ein paar Soldaten wahrscheinlich geübt,
Für den Ernstfall. Man muss ja im Training bleiben. So, was ist hier los? Hier stehen sie alle an. Ach, da ist ein Zug. Ach, der sieht ja auch geil aus. Ein echter ukrainischer Zug. Den müssen wir uns angucken. Kommt da noch einer? Nee. Ach, der fährt jetzt. Wenn der in dem Tempo jetzt so weiterfährt, dann dauert es aber. Ach ne, das ist schon das Ende. Okay. Aber weit kommt er nicht da bei dem Speed. Ach, vielleicht ist es irgendwie Zone 20 hier. Muss da jetzt erst einer an der Kurbel drehen oder wie funktioniert das? Oder kommt noch ein Zug? Und jetzt ist Schluss mit der beschaulichen, ruhigen Landschaft. Jetzt geht's wieder rein in den Autodschungel. Das ist schon wieder. Also jetzt müssen wir wieder 3 Kreuze machen, wenn wir hier durchkommen. Aber leider Gottes sind es immer die einzigen Wege zurück. Jetzt noch voll im Berufsverkehr. Aber gut, wir haben ja hier einen schönen Radstreifen. Schauen wir her. We are the youth of the nation.
Mein lieber Schwan, das ist das Gefährlichste auf dieser ganzen Reise, der Autoverkehr hier. Insbesondere die LKWs, diese einspurigen Schnellstraßen oder Bundesstraßen oder Autobahnen, was auch immer das ist, wo sie sich rigoros an dir vorbeidrücken. Ich bin eh schon mal auf dem schmalen Streifen gefahren, aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer, wenn die da an dir vorbeidonnern. Aber naja, so ist es. Jetzt sind wir wieder im Außenbezirk von Lviv, wie man hier sieht. Geht es wieder ein bisschen gediegener zu. 5 Kilometer noch und dann sind wir zurück. Dann war es das. Letzte Tour hier aus Lemberg, aus der Ukraine. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant. Es war landschaftlich, teilweise sehr schön, teilweise sehr rau. Und ja, ich hätte es mir so nicht unbedingt vorgestellt. Es war, wie gesagt, sehr aufschlussreich für mich, für euch hoffentlich auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo auch immer. Bis dahin, ciao, ciao. Strava ist auch nicht besser als Komoot. Hat mich jetzt irgendwo hier in irgendwelche Gassen gejagt, wo es dann nicht mehr weiterging. Aber laut Planung wäre es irgendwie von da oben darüber gegangen, was aber irgendwie nicht der Fall war. Und jetzt bin ich hier an dem Park gelandet. Da war eine Tür, die war aber verschlossen, konnte ich nicht rein. Also hier wäre quasi das rettende Ufer und der Typ da, so ein Wächter oder was, der meinte, ich soll hier jetzt langlaufen. Tatsächlich, da kommt sogar ein Kind. Hier über diese stillgelegten Gleise und dann rechts, da wäre dann was. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Die Ukraine ist immer für Überraschungen offen. Jetzt, das ist ja hier wie in Mae Klong in Thailand mit dem Markt auf den Schienen. Bloß, dass hier überall Gestrüpp ist. Ei. Da magst du was mit. Alter, ist das der Weg, den mir Strava als Rennradroute dann vorgeschlagen hat, oder was? Hier rüber und da weiter. Ist nicht euer Ernst. Ey, arbeitet ihr im Komoot zusammen oder was läuft bei euch falsch in der Planung? Ey, lasst es halt in solchen Ländern, wenn er die Wegbeschaffenheiten eh nicht kennt. Ei Gott. Oh.